wir sind Caroline und Christian. Willkommen in unserer ausgebauten Scheune. Kommt rein. Wir haben schon immer viele Tiere gehabt, insbesondere ich Pferde. Und deswegen haben wir uns dann was gesucht, was draußen auf dem Land ist und wir die ganzen Tiere um uns herum haben. Also wir haben uns nicht nach der Immobilie und nach dem Haus gerichtet, sondern wir haben uns nach der Umgebung gerichtet. Hier sind wir jetzt in unserem Wohn-Ess-Bereich. Das ist die alte Scheune. Hier das Scheunentor, hier waren die Ladewägen drin gestanden und über uns dann das Heu gelagert. Wir haben hier auch diese ehemaligen Futterluken beibehalten. Prinzipiell haben wir 3 Stockwerke mit eigentlich nur 3 Räumen. Das bedeutet, wir haben nur eine Tür zum Schlafzimmer, eine Tür zur Ankleide und eine Tür ins Bad und alles andere ist ein offener Bereich. Wie man sieht, der Christian ist nicht der kleinste Mensch und deswegen wollten wir auf jeden Fall viel Platz nach oben. Von den Materialien überhaupt hier im Haus haben wir versucht, so viel wie möglich Altbestand weiter zu verwenden und zu belassen. Das war der Sattel von meinem allerersten eigenen Pferd. Prinzipiell haben wir einfach nur Stahlgestänge zusammengeschweißt und haben dann Altholz, das hier aus dem Haus kommt, entsprechend einen Radius geformt, sodass man es dann wie eine Art Schaukelstuhl benutzen kann. Hier liegt tagsüber immer die Danka. Das ist ihr Platz. Für sie optimal, weil sie da immer sieht, was draußen auf dem Hof los ist. Wir sehen von unserem Esstisch aus raus zu den Pferden. Insofern, dass da der Putzplatz direkt vor unserem Fenster ist und die Pferde da geputzt, gewaschen, gesattelt werden, um dann hergerichtet zu sein fürs Reiten. Da aus geht es rüber in unsere Küche. Für die gemütliche Wärme haben wir einen Holzofen, der sehr vielseitig nutzbar ist, nämlich nicht nur zum Heizen, sondern auch zum Grillen. Prinzipiell haben wir einen Brennraum hier und in den Brennraum gibt es dann unterschiedliche Roste, die man einsetzen kann. Es gibt einen Gusstopf, mit dem man kochen kann. Und das Ganze ist dann modulierbar hier in diesem Brennraum, sodass man dann entsprechende Gerichte alles aus einem Ofen machen könnte. Hier kommen wir direkt zum Kühlschrank, das ein freistehendes Element bei uns ist, so ein bisschen auch auf alt gemacht, Retro-Style. Ja, tatsächlich gefällt diese Farbe nicht jedem, aber wir haben hier fast alles in Naturtönen, weil es eben auch alles natürliche Materialien sind und da wollten wir noch einen Farbklecks einfach drin haben. Ansonsten haben wir hier den Herd. Die Arbeit hier auf dem Hof bringt es aber mit sich, dass wir ganz, ganz selten um 20:15 Uhr bereits fertig sind mit Kochen. Und aus diesem Grund haben wir direkt am Herd einen Fernseher installiert, auf den wir schauen können durch diese Futterluke. Tatsächlich kommt es häufig vor, dass ich bereits schon hier sitze und schon fernschau und der Christian reicht mir dann hier Getränke und Essen und so weiter durch. Deswegen heißt es Futterluke. Ja, genau. Meine Eltern haben dieses Gerät, das ist ein Brotschneidegerät, zur Hochzeit geschenkt bekommen und meine Mutter heißt Andrea. Entweder gab es Andrea nicht, weiß ich nicht, oder sie haben nicht mehr richtig gewusst, wie meine Mutter heißt. Deswegen heißt es Angela. Was man hier in der Küche jetzt noch sieht,
das alte Fressgitter von der Kühe aus dem Erdgeschoss habe ich mir nach oben verlagert und habe ein Geländer draus gemacht. Und man sieht die ganzen Tränken, die jetzt hier noch drin steht, und Gartenkräuter, Küchenkräuter haben wir dort positioniert, die man so zum Kochen benutzt. Genau. Ja, dann gehen wir in den ehemaligen Kuhstall, was für uns als Bibliothek genutzt wird. Wir haben hier den alten Futtertrog beibehalten. Hier sind die Kühe gestanden und haben aus diesem Trog gefressen. Diese Fachwerkwand hat man im Nachgang eingebaut. Diese Fachwerkwand stützt zum einen die Decke nach oben hin ab, weil wir haben ja auf der anderen Seite drüber die Treppe installieren müssen, die war ja nicht da. Bedeutet, man brauchte eine Abstützung nach oben und habe dann gedacht, offene Fachwerkwand kombiniert als Bücherregal und auf der anderen Seite als Garderobe. Die kann ich nicht leiden, die Puppe. Das ist die Luise Mote. Mensch, es gab in Albstadt ein Lampenfachgeschäft, in dem meine Eltern eingekauft haben. Und ich musste da als Kind mit. Mir war es tierisch langweilig. Und da saß diese Puppe. Und mit der habe ich eben in diesem Lampengeschäft gespielt. Und die Dame, die das betrieben hat, die hieß Luise Mote, hat mir diese Puppe geschenkt und seither heißt diese Puppe eben auch so. Schöne Anekdote. Jetzt kommen wir wieder zum Wesentlichen. Also die Stallfenster waren früher einflächig und die konnte man über diese 4 Positionierungen nach innen kippen, um den Stall zu belüften. Wir haben dann das Prinzip umgekehrt. Wir haben also schwedische Fenster eingebaut, so dass man die Fenster jetzt nach außen feststellen kann. Wenn man sie nämlich reinkippt, kann nämlich, wenn von draußen eine Katze kommt, kann die Katze da nämlich Verletzungen davon tragen oder sogar sterben, wenn die sich da einklemmt. Deswegen haben wir das schwedische Modell gewählt, und dass man die Fenster nach außen aufstellen kann. Muss jetzt Luise Mote wieder an ihren Platz setzen. Wir haben hier jetzt unseren Wohnbereich mit unserer Sitzecke, und was wir insbesondere für uns wichtig fanden, sind große Fenster. Und was mir persönlich am allerwichtigsten war, dass ich, egal zu welchem Fenster ich rausschaue, immer zu den Tieren und vor allem eben den Pferden schauen kann. Also wir haben prinzipiell entschieden, dass wir hier im ersten Stock große Dachfenster wollen, wo man dann auch raussehen kann mit einem unteren Licht, sodass man auch von unten aus dem Sitzen rausschauen könnte. Und im zweiten Obergeschoss haben wir auf jeder Dachseite, Nord- und Südseite, haben wir jeweils 8 kleine Dachfenster, dass es eher so eine Art wie ein Sternenhimmel wirkt. Hier auf dieser Galerie sieht man jetzt dieses Sofa, haben wir hier hergestellt, eigentlich um in der Küche zuschauen zu können. Beim Einzug saß mein Vater hier und hat Zeitung gelesen und gab dann immer mal wieder einen Kommentar nach unten ab. Und dann haben wir gesagt, das ist wie bei der Muppet Show. Und jetzt ist es unser Muppet Show Sofa. Hier sind wir jetzt in unserem Badezimmer. Ja, wir haben hier eben nur im unteren Bereich Fenster und können eben so sehen, wie die Pferde geputzt und gewaschen werden. Während wir in der Badewanne liegen. Ja. Wir haben eine freistehende Badewanne gewählt, weil wir keine Wand zur Verfügung hatten, wo man eine Badewanne anbringen konnte. Und zum anderen wollten wir dann eine nostalgische, eine Metallbadewanne und keine aus Kunststoff. Und haben uns dann secondhand eine Badewanne besorgt, habe die dann schwarz Pulver beschichten lassen und dann mit der Standarmatur hier eingebaut. Und
macht richtig gut was her, finde ich, bei uns im Bad. Zumindest als Eyecatcher, auch wenn man sie nicht so oft benutzt. Wenn ihr aus unserem Badezimmer jetzt uns folgen wollt, dann kommen wir hier direkt in den begehbaren Kleiderschrank, in die Ankleide. Wir haben hier das ursprüngliche Fenster, so man das so nennen kann, von der alten Scheune erhalten. Hier hängt ein Gemälde von meinem ersten Pferd. Der war über lange Jahre Freund und Wegbegleiter. Was wunderschön ist, ist hier der Sternenhimmel, weil wir hier draußen überhaupt keine Lichtverschmutzung haben. Es gibt keine Straßenlaternen und auch sonst keine Fremdbeleuchtung, sodass man, wenn man abends im Bett liegt, dann durch dieses Fenster den Sternenhimmel wunderschön sehen kann. Mit Beendigung des Rundgangs im Schlafzimmer würden wir dann in die oberste Etage gehen. Hier oben gibt es jetzt eine Spezialkonstruktion, auch aufgrund der Körpergröße von Christian. Beim Umbau dieser Scheune hat man sich von unten nach oben gearbeitet. Weil ganz viele Ebenen hier waren entweder gar nicht vorhanden, beziehungsweise mit morschen Brettern. Als der Zimmermann hier oben ankam, stand er hier und sagte dann, kann dein Mann hier stehen? Und ich bin dann über die Leiter hier hochgekommen und habe das dann ausprobiert und ich habe gesagt, ja, ich schon. Christian? Ich aber nicht. Also musste das Kegelberg nach oben. Die schwarze Schiene ist der ehemalige Heuaufzug. Der hat heute keine Funktion mehr. Stattdessen haben wir 3 Ventilatoren hier verbaut, die wir teilweise im Sommer, aber meistens auch im Winter anhaben, um die Wärme in dem einen Raum so zu verteilen, dass wir überall die gleichmäßige Temperatur haben. Hier befinden wir uns in der Mitte des Hofs, Vogelhof. Das ist eine gute Frage, warum es Vogelhof genannt wurde, aber ich glaube, wenn man ganz still ist, hört man es vielleicht. Unser Aktivstall ist so konzipiert, dass die Natur nachimitiert ist. Ich habe mir auch immer Gedanken gemacht, wie man den Pferde so artgerecht wie möglich halten kann. Und das haben wir hier versucht zu verwirklichen. Für uns hat sich hier mit dem Leben, mit unseren Tieren ein Lebenstraum erfüllt. Man muss aber auch natürlich sagen, dass es mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden war. Das war's mit der Roomtour durch unsere umgebaute Scheune und unseren Hof. Wenn ihr noch mehr spannende Häuser sehen wollt, dann klickt hier oder abonniert den Kanal. Tschüss! Ciao!